Hallo Mountainbike News, ich bin der Laurenz, ich arbeite bei KTM Fahrrad und ich freue mich sehr, dass ihr heute da seid. Ich darf euch das Unternehmen vorstellen. Wir sind ein Traditionsunternehmen, es gibt uns schon seit über 50 Jahren und wir fertigen eben in einer Vollstruktur die Fahrräder noch per Hand in Österreich. Deswegen dürfen wir auch das Qualitätskriterium KTM Bikes Made in Austria tragen. Wir befinden uns hier im Herzstück, im sogenannten Showroom. Hier stehen einfach alle unsere Modelle rum. Man kann sie auch einfach mal angreifen und genau betrachten. Das ist auch ein Verkaufsraum für Händlerpräsentationen. Und aus diesem Pool bedienen wir uns für die ganzen Messen oder auch für die Testberichte. Unser Entwicklungsleiter, der Thomas Pressl, ist gerade in einer Live-Videokonferenz mit Asien und deswegen dürfen wir ihn jetzt nicht stören. Wir sind jetzt beim Gerald in der Entwicklungsabteilung. Das ist unser Rahmendesigner. Wie man hier schon sieht, das beginnt damit, dass er wirklich mit einer Handzeichnung per Bleistift die Rahmen designt, überträgt das Ganze dann auf den Computer in eine 3D-Zeichnung und das Ganze haben wir dann in unserem persönlichen 3D-Drucker, wird das Ganze ausgedruckt. Man sieht hier einen Rocker, der wurde aus Kunststoff gefertigt. Das Ganze geht aber nicht nur bei so kleinen Bauteilen, sondern wir machen das Ganze auch wesentlich größer, wie man hier schon sieht, dass ein ganzer Rahmen wirklich ausgedruckt werden kann, damit wir uns eben das Ganze besser vorstellen können. Da kommt eine Gabel rein, das Tretlager, dass das ganze Fahrrad bei uns im Maßstab 1:1 steht. Aufbauend vom 3D-Druck entsteht dann dieser Alu-Rolling. Diesen spannen wir in unserem eigenen Teststand ein, den sieht man da drüben. Dort werden ca. 200.000 Lastwechsel am Tretlager simuliert. Das entspricht der Lebensdauer von einem Fahrrad. Wenn die Rahmen dann die Tests bestanden haben, bekommen wir sie so aus der Fertigung und hängen sie dann Stück für Stück hier auf diese Haken, wo sie in einer Fertigungsstraße die ganze Firma durchlaufen. Jetzt befinden wir uns in der Lackiererei. Die Rohlinge kommen an. Jeder Rahmen wird einzeln per Hand hier lackiert und danach fährt die Fertigungsstraße weiter in den Hochofen, wo der Lack ganz fest eingebrannt wird. Wir befinden uns jetzt hier in der Beklebung. Dabei werden die Aufkleber in Wasser gelöst, dann hier auf den Rahmen angebracht und bis sie perfekt sitzen, mit der Hand positioniert. Danach geht die Dame mit der Spachtel her und presst das Wasser aus dem Aufkleber raus. Und danach kommen sie in die Bepulverungsanlage. Dieses Pulver wird in den Rahmen eingebrannt, dass er auch wirklich kratzbeständig wird. Wir befinden uns jetzt in der Endmontage. Hier wird das ganze Fahrrad zusammengesetzt. Die Federgabel kommt rein, auch die Laufräder. Das Ganze beruht bei uns auf einem Boxensystem. Hier ist immer ein Mann und eine Frau, die arbeiten zusammen. Die Dame ist mehr für die feineren Arbeiten zuständig, der Mann fürs Gröbere. Und das Ganze hat sich so gut bewährt, dass ein Pärchen sich sogar hier kennengelernt hat und geheiratet. Jetzt befinden wir uns in der Endkontrolle. Hier wird nochmal durchgeschaut, funktionieren die Bremsen, ist die Schaltung richtig eingestellt, haben die Laufräder einen guten Geradeauslauf. Und erst wenn das Ganze zu 100% stimmt, darf das Fahrrad die Firma verlassen. Davon 800 Stück pro Tag. Hey, es war voll schön, dass ihr da wart und wenn euch unsere Fahrräder interessieren, dann schaut noch auf www.ktm-bikes.at rein. Aber ihr wisst eh, langsam heißt es wieder Zeit zu arbeiten, also muss ich jetzt wirklich wieder ins Büro. Ciao. Ja.